Servus, ich bin's, der Philipp aus dem Pomade-Shop und heute zeige ich euch wieder was Neues von Brosh. Ihr kennt ja vielleicht die wasserbasierten von Brosh, die klassischen wasserbasierten oder die UWB, teilweise matt, teilweise leicht glänzend, aber auf jeden Fall alles wasserbasiert und natürlich das Puder. Was ich jetzt habe, ist was Kleines, Feines von Brosh und zwar der Hairbalm. Das Design ist großartig, es ist eine Glasflasche oder Glastiegel, wie so ein Tintenfässchen, so ein altes. Vorne auch wieder mit dieser Eule drauf und dieses typische Barber-Pole, blau, weiß, rot. Also wirklich großartig, hinten auch mit einem relativ festen, schicken Siegel drauf, was ich natürlich schon aufgemacht habe. Deswegen sieht es nicht mehr ganz so schick aus, aber ich musste ja dran riechen. Es ist auch eine komplett neues Tiegelchen sozusagen. Man sieht aber, das ist so ein bisschen eingesackt innen drin. Ich weiß gar nicht, habe ich schon gesagt? Es ist eine ölbasierte Pomade. Also wir haben eigentlich eine Brillantine, eine ganz weiche, ganz klassische Brillantine auf Olivenölbasis, Rizinusöl und Bienenwachs. Wir haben natürlich noch ein paar andere, Jojobaöl zum Beispiel ist auch noch drin und die ganzen Duftöle, die drin sind, aber im Prinzip ist es hauptsächlich Olivenöl, Rizinusöl und Bienenwachs. Also wirklich eine ganz, ganz klassische, ölbasierte Brillantine. Es gibt nicht viel Halt oder es wird nicht viel Halt geben. Ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert. Aber ich denke, für einen Slickback bei meinen relativ geraden, feinen Haaren wird das schon ganz gut funktionieren. Und es ist tatsächlich von Brosh nicht das günstigste Produkt. Also es ist tatsächlich relativ teuer, muss man dazu sagen. Aber es ist definitiv ein Sammlerstück oder für Liebhaber. Also es wird auch von Barbern anscheinend sehr, sehr gerne benutzt. Und es wird von Brosh nicht nur als Hairbalm, also als Brillantine für die Haare, sagen wir mal, eingestuft, sondern auch als Hautpflegemittel. Also man kann es tatsächlich auch als Handcreme verwenden oder für trockene Stellen am Gesicht oder allgemein am Körper soll es sehr gut sein, eben weil hauptsächlich Olivenöl und Rizinusöl drin ist. Der Duft ist auch was Besonderes. Da haben wir Rose, Lavendel, Minze und Zypresse. Also wir haben vor allem dieses leicht holzig-zitrische von Zypresse und Rose. Dieses leicht minzige kommt auf jeden Fall durch. Und es ist noch eine gute Portion Lavendel dabei. Ist ein sehr zurückhaltender, aber schön feiner Duft. Jetzt nichts überaus Modernes oder Sportliches. Sehr, sehr klassisch eigentlich. Also macht schon was her, macht schon Spaß. Genau. Es ist definitiv was für, wie soll man sagen, was zum Verschenken. Muss man ganz ehrlich sagen, bei dem Preis. Es ist jetzt nichts, was man jeden Tag verwenden würde sozusagen, sondern es ist was für die besonderen Anlässe. Aber man muss ganz eindeutig sagen, allein das Design macht was her und es ist was Besonderes. Es ist einfach mal was anderes, was Besonderes, was man vielleicht einfach mal da hat für besondere Tage oder einfach, um die Sammlung zu vervollständigen sozusagen. Genau, eine Sache noch dazu, es steht unten drunter Link Original Makers, steht drunter, das ist eine Parfümmarke, eine relativ bekannte Parfümmarke aus Japan. Mit der haben sie da wieder zusammengearbeitet und den Duft sozusagen kreiert. Dann wollen wir mal nicht lange weiter reden und fangen einfach mal an. Also okay, das ist wirklich sehr, sehr, sehr weich. Das geht schon in Richtung Yardley. Wer die kennt, Yardley English Lavender, ist auch eine Brillantine. Und das ist schon sehr, 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 sehr weich, sehr, sehr ölig. Und mehr würde ich euch auch gar nicht empfehlen zu nehmen. Es soll ja wirklich nur entweder sehr, sehr wenig Halt geben und Glanz geben, hauptsächlich pflegend sein oder als Glanztopping sozusagen. Also wenn ihr eine etwas festere Pomade nehmt, irgendeine, die vielleicht relativ duftneutral oder schwächer ist, zum Beispiel die Murray's Superior, die nicht ganz so stark duftet, könnt ihr das zum Beispiel als Glanztopping nehmen, wenn ihr einfach mehr Halt braucht. Aber wenn man das jetzt verreibt, es ist halt eine einzige Ölschicht. Also es ist schon sehr, sehr, sehr ölig, sehr, sehr, sehr weich. Aber wie gesagt, es ist eine ganz klassische Brillantine. Und man merkt schon, es fängt so ein bisschen an, auch in die Haut einzuziehen. Relativ schnell. Spannend.
Aber ich werde es mir mal in die Haare packen. Oh ja, das zieht sofort in die Haare ein. Das ist tatsächlich fast schon mehr Pflegeprodukt als Stylingprodukt. Okay, stark. Ich würde jetzt trotzdem nicht mehr nehmen, weil man einfach auch realistisch gesehen nicht so viel davon verwenden würde. Und eigentlich müsste ich jetzt, bis auf die paar Haare, die ich leider an der Hand habe, eigentlich die Hände auch gar nicht mehr groß abwaschen. Den Rest kann man sich einfach sozusagen in die Hände einmassieren. Dann habt ihr auch gleich die Handpflege. Aber ich habe leider noch ein paar Haare dran. Und dann seht ihr vielleicht, das Ganze gibt nicht sehr viel Halt, aber viel Glanz. Ich nehme jetzt die Baleidt-Bürste für einen ganz klassischen Slickback. Und es ist eben wie bei der Yardley, wer die kennt, oder die Murray's Superlight zum Beispiel oder die Blaue Dachs. Die sind aber fast schon noch ein bisschen fester tatsächlich. Also die Superlight oder die Dachs, die Blaue Dachs, die geben beide etwas mehr Halt, weil sie doch dann einfach noch Vaseline enthalten. Und da ist es ein bisschen stickier, ein bisschen klebriger, gibt ein bisschen mehr Halt. Die gibt tatsächlich sehr, sehr, sehr wenig bis, ja, blöd gesagt, fast gar keinen Halt. Aber das ist ja auch nicht so richtig. Also es gibt minimalsten Halt. Und man sieht, das Ganze glänzt wunderbar. Für all diejenigen, die eher so einen ganz klassischen Slickback haben wollen, der nicht viel Halt braucht, oder diese typischen Business-Looks sozusagen, die ein bisschen Halt brauchen, aber eher schon von Natur aus liegen. Für diejenigen ist das wunderbar. Oder eben als Glanztopping, wenn man sagt, man nimmt eine festere Pomade, oder wofür es, glaube ich, eigentlich hauptsächlich entwickelt wurde, eben zur Haarpflege. Also man merkt wirklich, in die Hände zieht's recht schnell eigentlich ein. Also ein bisschen glänzt es natürlich noch, aber das habt ihr bei vielen Handcremes, dass die einfach noch ein bisschen glänzen. Und in die Haare zieht's eigentlich auch sofort ein und gibt dann halt durch das Bienenwachs, was noch drin ist, ein bisschen Halt. Und dann wäre das eigentlich, leider stehen jetzt meine Haare, die hier so ein bisschen kürzer sind an den Seiten, noch ab. Aber man sieht's vielleicht, es gibt ordentlich Glanz und es riecht wirklich angenehm nach Zypresse, Lavendel und so eine ganz, 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 ganz leichte Minznote. Aber da kann man wirklich nicht meckern. Das ist wirklich ein schönes Produkt. Es ist, wie gesagt, es ist was Besonderes, definitiv. Es ist jetzt nichts, was man jeden Tag verwenden würde, sondern das ist was man, wenn man Fan von den Brush-Pomaden ist, zum Beispiel nach einer wasserbasierten perfekt nehmen kann. Weil auch wenn die wasserbasierten natürlich nicht so extrem austrocknen, wie zum Beispiel typisches Haargel oder Haarspray, tendieren sie doch allein dadurch, dass man jeden Tag es wieder auswäscht, teilweise auch mit Shampoo auswäscht, dazu, dass die Haare doch teilweise ein bisschen trocken werden, auch je nach Typ natürlich. Und da kann man natürlich dann am nächsten Tag, wenn man mal nicht die Haare großartig stylen will oder am Abend noch, einfach einen kleinen Klecks davon in die Haare einarbeiten, in die Hände einarbeiten und dann habt ihr nicht nur natürliche Pflege durch Olivenöl, Rizinusöl und Jojobaöl, sondern ihr habt auch tatsächlich einen wunderschönen Duft bei dem. Kann ich euch nur empfehlen, für all diejenigen, die mal was Besonderes wollen. Machen wir da kurz jetzt erstmal wieder den Anfang finden. Das Brush Hairbind, genau. Das ist es. Das ist das wirklich sehr, sehr schöne, die sehr, sehr schöne Brillantine. Ist natürlich was für besondere Anlässe oder für Sammler oder all diejenigen, die mal wieder eine klassische Brillantine suchen. Ist natürlich auch heutzutage nicht mehr ganz so einfach, so eine ganz, ganz klassische Brillantine zu finden, weil viele eben entweder feste Pomaden machen, wasserbasierte Pomaden machen oder UVB-Pomaden machen. Und da hat Brush mal wieder so ein bisschen, oder hat Brush jetzt damit, ja, sowas Altes wiederbelebt, sagen wir es mal so. Kann ich nur empfehlen, macht wirklich Spaß, ist natürlich nicht für jeden was, aber das ist eben, wir haben ja auch nicht, es ist ja nicht jedes Produkt für jeden, sagen wir es mal so. Ja, dann wünsche ich, ja. Dann würden wir uns noch freuen, wenn ihr
das Video liked, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ihr davon haltet, was ihr von Brillantin vielleicht haltet, was ihr von dem Hairbalm haltet von Brosh. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns gerne, schreibt uns das gerne in die Kommentare oder ruft uns an, schreibt uns Mails. Da helfen wir euch gerne jederzeit weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Review. Servus!